Manchmal sind es gerade die auf den ersten Blick etwas unansehnlichen, schrägen Objekte, die in Ausstellungen die Besucherinnen und Besucher besonders anziehen und faszinieren. Zu diesen wird künftig auch dieses Glas gehören, der sogenannte Oettingen-Willkomm. Es erinnert auf den ersten Blick fast an eine Schnabeltasse. Es ist ein relativ unregelmäßig gearbeitetes achteckiges Gefäß, auf einem silbervergoldeten Standring stehend. Der Name sagte schon, das Glas stammt aus dem vormaligen Besitz der Familie Oettingen-Wallerstein, einem schwäbischen Adelsgeschlecht. Und auf dem ehemaligen Stammsitz dieser Familie diente dieses Glas über 120 Jahre lang als sogenannter Willkommbecher. Das heißt, aus diesem Becher tranken hochrangige Besucher. Es sind über 30 Gravuren umlaufend von den Gästen angebracht worden, mit einer Diamantnadel eingeritzt. Das war damals an Adelshöfen eine durchaus gebräuchliche Praxis. Wir können diese hochrangigen Gäste auch namentlich identifizieren. Sie alle haben sich hier mit Titulaturen, Wappen, Jahreszahlen, teilweise sogar mit Spitznamen auf dem Gefäß verewigt. Einige der Personen kann man identifizieren, etwa den Hofprediger und Reformator Georg Karg, der zugleich die früheste Unterschrift geleistet hat, 1548, oder der Feldherr Adolf von May. Der Willkommbecher ist eigentlich ein kunsthandwerkliches Objekt, aber eben von besonderer historischer Bedeutung. Durch die Namen, die dort niedergeschrieben sind, haben wir Fürsten, Generale, einen Reformator, und der führt uns in die Geschichte des 16. Jahrhunderts und des beginnenden 17. Jahrhunderts, die Zeit der Religionskriege, der Reformation, des Dreißigjährigen Kriegs. Und deshalb ist dieses Objekt für unsere Sammlung und für unsere Aufgabe, deutsche Geschichte darzustellen, von außerordentlicher Bedeutung. Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung des Museumsvereins und der Kulturstiftung der Länder ist uns hier der Ankauf eines extrem sprechenden, extrem seltenen Objektes gelungen. Der Museumsverein des Deutschen Historischen Museums hat den Erwerb sehr gerne unterstützt, weil wir meinen, es ist eine ganz besonders einzigartige Gelegenheit für das Deutsche Historische Museum. Es ist sozusagen ein Brennglas der Geschichte der Religionskriege, des Dreißigjährigen Krieges, katholisch und evangelisch, die aufeinandergeprallt sind, und einfach deutsche Geschichte zum Anfassen. Die Kulturstiftung der Länder hat im Auftrag der Ländergemeinschaft die Erwerbungen des Oettingen-Willkomm gefördert. Wir haben dies deswegen gerne getan, weil dieser Willkommbecher als gläsernes Zeugnis deutscher Geschichte wirklich Kulturgut mit gesamtstaatlicher Bedeutung ist. Das hängt einmal damit zusammen, dass der Becher selbst ganz herausragend, sehr selten ist, dass er in seiner Gestaltung mit diamantgeritzten Namen und Jahreszahlen wirklich außergewöhnlich ist. Es gibt nur ganz wenige vergleichbare Exemplare auf der Welt. Hinzu kommt, dass dieser Becher auch ein Zeugnis deutscher Geschichte ist für eine Zeit, die Deutschland bis in die Gegenwart hinein prägt, die Reformationszeit. Und die Namen und Jahreszahlen, die auf dem Becher zu finden sind, bieten der Forschung und auch der Vermittlung viele Ansatzpunkte. Und auch das ist der Kulturstiftung der Länder wichtig, dass Erwerbungen dann eben auch wirklich der Bevölkerung, der Gesellschaft zugutekommen.